Willkommen bei einer weiteren Folge von FreshCS. Wir sind heute auf DE Inferno und ich zeige euch ein paar einfache und effektive Plays und zwar Setups für Teamplay. Viel Spaß damit. Also ihr alle kennt DE Inferno. DE Inferno, die wird A gedeckt. Meistens im Default, sag ich mal, der normale Aufbau, besonders im Pack oft zu sehen. Einer steht kurz, ein Spieler deckt lang und ein Spieler steht Balcony bzw. Richtung Pit. Wie die Leute das individuell spielen, da gibt es wieder 1000 Möglichkeiten. Aber es sind alles individuelle Plays und Positionings, die, wie schon gesagt, im Faceit, im MM, sonst wo sehr gerne gespielt werden. Was nicht schlecht sein muss. Ich mache das Video, weil ich so ein paar ganz einfache Teamstrukturen einführen möchte. Kleine Setups, die sehr viel Gewinn bringen. Aber seht selbst, die paar Videos zeigen euch schon, was abgeht. Es sind insgesamt 4 Clips und da erkläre ich die kleinen Plays. Muss nicht mal so ultra-teamtechnisch sein. Also einfach nur callen, hey, guck mal mit, lass mal da. Aber seht gleich, bis gleich. Clip Nummer 1 und zwar Triple Short. Triple Short, seht selbst. Und zwar fängt dieses Ding folgendermaßen an. Wir werden hier geboostet. Nixon boost mich auf die Laube. Und ich schaue so, okay, wo gehe ich hin? Muss natürlich aufpassen, dass ich steppe. Joscha deckt Apps. Nixon Richtung Mitte, Unterlaube. Ganz kurz muss ich dazu sagen, es ist eine Anti-Eco, seht ihr an dem Buy. Und ab und an, man muss schauen, wie viel Geld die Gegner haben. Natürlich könnte ich hier auch Anti-Flash stehen, beziehungsweise Nixon muss rein aimen, beziehungsweise könnte rein aimen. Oder ich gehe all in, aim rein. Wie man die Variante spielt, ist erstmal, ich sag mal, variabel. Muss man eben ein bisschen feelen, mitten in die Feels rein. Und ich schaue jetzt einfach mal, wie es weitergeht. So, die Gegner, seht ihr, bauen sich Richtung Mitte auf. Und Joscha hat schon den ersten Kontakt Richtung Apps. So, gleichzeitig ziehen die Leute rum, ohne Flash in der Mitte. Wir fighten da. Ich hole den ersten Frag. Vielleicht hätte ich nicht so weit rausziehen sollen. Dadurch, dass Johnson schon von lang gekommen ist, mitgefightet hat und ein bisschen Attention gezogen hat, hat trotzdem Nixon eine sehr gute Chance, hier die Frags zu ziehen. Und dann Johnson mit dem Frag noch Richtung lang, der schon längst verschoben ist. Kein Problem. Dieses Setup bietet sich an, besonders gegen Ecos, Force Buys, aber auch in Waffenrunden. Einfach mal ausprobieren. Einer hält Haus, war Joscha in dem Fall, 2 Richtung Mitte bzw. Boiler und der Verschieber macht dann sozusagen den Rest. Das nächste Setup, Setup Nummer 2 ist der Boiler Boost und ja, Joscha und ich, wir begeben uns hierhin in den Boiler und ja, ich schaffe es hier, auf seinen Kopf zu springen, auf Joschas Kopf. Dann wird oftmals der Molly von Second mitgeworfen. Langspieler Nixon muss gleich verschieben, weil Shiva B gefallen ist. Und somit gehen wir all in Richtung Apps, schauen, was geht. Holen auch schon den einfachen Frag. Der hat nicht mehr Fokus, der Gegner. Also es war Win-Win-Situation. Dann Johnson schafft es währenddessen B safe zu halten, holt den Frag durch die Smoke, macht ein bisschen Damage. Nixon eilt ihm zu Hilfe. Wir ziehen uns zurück, weil wir den First Frag haben. Beziehungsweise jetzt sozusagen auch 4 und 3 Überzahl sind. Und ich schaff's noch, im Rückwärtslauf den Fokus zu behalten, weil der Gegner laut war. Und Josh und ich ziehen uns zurück und ja, sind wieder im Vorteil. Also, so schnell kann es gehen. Einfach mal ausprobieren. Boiler Boost, Effizienz. Mehr Effizienz geht's wahrscheinlich nicht. Hier, mit einem Boost. Frag gezogen, rausgekommen. Nächstes Setup, beziehungsweise nächster kleiner Play sogar, ist einfach, Joscha callt, er will Second mit pieken. Er hat auch die Confidence, mit 8-1 kann man das natürlich machen. Er rennt einfach straight Richtung Mitte, jumpt hier rüber, dass der Gegner nicht so viel Fokus auf ihm haben kann. Glücklicherweise hat er das nicht. Nixon steht dann bereit und flasht einfach mit einem Jump Throw. Kann man auch nach vorne laufen, dass die Flash ein bisschen weiterkommt. Einfach da raus. Glücklicherweise ist es auch so, dass Joscha nicht gemonitort wird. Mit der Flash hat der Gegner keinen Fokus, ist auch voll blind die ersten 2. Holt auch damit den Spieler weg. Ich habe das recognized. Molly einfach Anti-Boiler. Er muss nach oben rennen und ich habe den einfachsten Frag mit Joscha zusammen. 5 und 3 und es sind keine 15 Sekunden die Runde vergangen. Ja. Wieder einfach und effektiv. So, der letzte kleine Clip für das Triple App Setup.
zeige ich euch. Und zwar, ja, der hat anfangs gebankt. Da muss man ein bisschen aufpassen, ist immer so ein bisschen tricky. Wir wollen zu zweit hier Teppichgang decken. Und zwar bin ich das und Knight. Nixon ist für den Boiler zuständig. Hält hier erstmal ein bisschen Mitte. Das ist keine schlechte Entscheidung. Man könnte aber direkt auch in den Boiler rein. Muss aber aufpassen, wenn der Gegner Fokus auf ihn hat. Wird man sehr oft hier gechiggelt. So, aber ja, die Gegner machen langsam. Spielen auch sehr solo. Das ist sehr, sehr gut Counterbar. Beziehungsweise clearbar, weil dieser Mr. A, das wirklich der Key-Play ist, dass der Mr. A keinen Fokus auf mich hat und ich da einfach draufhalten muss. Zusammen mit Knight, mit seiner CZ, keine Chance. Nelly jetzt hier reagiert und möchte uns refraggen. Dadurch, dass Nixon jetzt merkt, okay, ich kann meinen Mates helfen. Mal gucken, ob Boiler kommt. Perfektes Timing gehabt und aus einem kleinen Half-Buy wird ein Full-Buy, weil wir 4 Waffen kriegen. Eine CZ ist ja sozusagen eine halbe AK. Hat schon geglückt und jetzt ist es nur noch im Aufgabe der B-Spieler, den Spot sauber zu halten. Die Jungs entscheiden sich leider zu spät. Falsch, beziehungsweise zu spät für die Pop-Flash und die Gegner reagieren gut. Somit kriegt Shiva hier noch den Frag und wird direkt gerefragt und wir sind vom 5 gegen 3 zum 3 gegen 3. Aber Retake mit einer Flash und 2 AKs sollte auch möglich sein. Aber das war's ja erstmal. Es kann ja nicht alles klappen. Trotzdem, wenn 3 Leute vielleicht A ohne Waffen stehen, lieber bei B Def bleiben. Das ist immer so eine Sache. Man kann nicht den einen Spot A nur Setups zeigen. B muss sich auch darauf einstellen. Wenn eine Seite off geht, sollte die andere vielleicht ein bisschen defensiver machen. Aber die Basics erzähle ich euch immer wieder im Stream. Kommt einfach mal vorbei. Falls euch das Video gefallen hat, viel Spaß bei diesen und viel Spaß beim Ausprobieren. Und natürlich auch frohe Weihnachten. Bis bald, Leute.